Ecken beim Binding. Manche mögen sie, andere hassen sie und wieder andere lavieren sich so durch. Wie wäre es denn, wenn wir Alternativen für diese Ecken hätten? Wenn wir sie einfach weglassen würden und stattdessen einzelne Patchwork-Elemente arbeiten würden. Wie wäre es denn, wenn diese Ecken, die wir separat arbeiten, auch noch genutzt werden könnten, um unsere Quilte, wenn wir das denn mögen, daran aufzuhängen. Ecken. Die arbeiten wir heute in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wenn wir unser Binding arbeiten, dann kommen wir irgendwann an Ecken. Und um diese Ecken möchten wir irgendwie herum. Oder auch nicht. Wie wäre es, wenn wir unsere Ecken im Nachhinein arbeiten, sodass wir einfach nur unser Binding gerade arbeiten und die Ecke aussparen. Damit wir das machen können, brauchen wir Schablonen. Unsere Ausschnittschablone ist aus einem rechtwinkligen Dreieck gearbeitet. Wir haben den auszuschneidenden Rand und wir haben eine Nahtzugabe. Und wir haben noch einmal eine zusätzlich ausgesparte Ecke. Das Ganze können wir übertragen und wir können es als Schablone fertigstellen. Entweder aus Kunststoff oder wir kleben unsere Papierschablone auf einen haftenden Untergrund. Zu beiden Methoden findet ihr Videos unter diesem Video verlinkt. Ihr findet diese Dateien in meinem Etsy-Shop verlinkt unter diesem Video oder aber zum freien Download im Mitgliederbereich. Bei den Schablonen findet ihr unterschiedliche Möglichkeiten der Ausarbeitung. Wir arbeiten in diesem Video mit der runden Ausschnittschablone. Das erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen unser fertiggestelltes Binding mit den ausgesparten Ecken. Für ein schmales Binding brauchen wir eine Stoffbreite von 2,5 Inch. Diese Stoffbreite schlagen wir doppelt und bügeln sie einmal zurecht. Dieses Stoffband legen wir nun an die Außenkante unseres Quiltes an. Und zwar von der einen Spitze, wir lassen ein Eckchen offen, bis zur anderen Spitze, wir lassen ein Eckchen offen. Wir brauchen nicht mehr um die Kurve herum arbeiten, sondern wir arbeiten nur bis zum Ende. Das heißt, hier schneide ich mein Binding einfach ab. Und diesen Streifen nehme ich einmal mit zur Nähmaschine. An meiner Maschine habe ich ein 1/4 Inch Füßchen eingesetzt und die Außenkante meines Quiltes schließt nun mit der 1/4 Inch Außenkante meines Füßchens ab. Und mit einer Stichbreite von 1,5 steppe ich einmal meinen Rand fest. Und ich höre einfach vor der Ecke auf. Meine Bindingkante schlage ich nun einmal zurück, falte das ein bisschen nach. Meinen Quilt drehe ich um und nun schlage ich meine Bindingseite, hier ist meine Naht, ein bisschen über meine Naht hinaus. Ich klemme nicht komplett um die Ecke, sondern ich schlage das ein bisschen. Hier ist die Naht und ein paar Millimeter weiter schlage ich mein Binding. Und ich steppe einmal im Nahtschatten an meiner Bindingkante entlang. Um diese offenen Ecken möchten wir nun Zierecken arbeiten, damit unser Binding einen schönen Abschluss bekommt. Dazu nehmen wir die vorbereitete Schablone und wir brauchen pro Ecke 2 Stoffquadrate. Für diese kleine Binding-Ecke müssen meine Stoffquadrate 10 x 10 cm groß sein. An unserem ersten Stoffquadrat ziehen wir uns einmal eine Mittellinie. Wir nehmen unsere Schablone und wir legen unsere Schablone einmal an der Mittellinie an.
Unsere Außenkanten brauchen wir nicht schneiden, das passt schon. Aber in der Mitte können wir einmal unsere Ecken einzeichnen. Wir übertragen unsere Nahtlinien. Das Ganze wiederholen wir auf der zweiten Seite. So schaut das Ganze aus. Auf der zweiten Hälfte brauchen wir diesen zusätzlichen Ausschnitt, den wir hier eingezeichnet haben, nicht mehr einsetzen. Wir haben unsere Mittellinie, wir haben unsere Nahtlinien und wir haben ein zweites Stoffstück, das wir nicht bezeichnet haben. Wir legen die beiden rechten Seiten aufeinander, stecken das Ganze fest und als erstes nähen wir einmal unsere Längsseiten. Wir nähen bis zur Mitte im Kreisbogen zurück und wiederholen das Ganze auf der zweiten Seite. So, wir starten. Bis zum Punkt. Bei meinem Beispiel habe ich alle Linien meiner Schablone auf meinen Stoff übertragen. Aber je nachdem, mit welchem Füßchen ihr arbeitet, braucht ihr nur die einen oder die anderen Linien übertragen. Arbeitet ihr, wie ich hier in diesem Beispiel, mit einem Inchfüßchen, dann braucht ihr nur die äußeren Linien der Schablone abzuzeichnen. Arbeitet ihr mit einem Standardnähfüßchen, also mit einem Füßchen, das eine breitere Außenkante hat, dann würde es ausreichen, wenn ihr die Nahtlinie der Schablone übertragt. Das spart eine ganze Menge Zeit. So schaut das Ganze aus. Und wir schneiden das einmal auseinander. Wir schneiden einmal unsere Mittellinie. Ach, das ist besser. So. Schneiden unsere Ecken zurück, schneiden das Ganze kurz und knapp ab. Und hier an unserer genähten Seite schneiden wir das sehr, sehr knapp zurück. Bis eng an die Ecke. So schaut das aus. Das gleiche wiederholen wir mit der zweiten Seite. Diese Seite ohne eingezeichnete Ecke schlagen wir nun einmal auseinander. Wir drehen die rechten Seiten nach außen. So, wir stürzen das Ganze. Drehen das um. Drehen das um. Arbeiten die Ecken aus. So schaut das aus. Unser zweites, noch nicht gewendetes Dreieck nehmen wir und wir legen das erste Dreieck hinein. So. Wenn wir das haben, schieben wir unsere äußeren Nahtkanten ganz genau übereinander. Und wir fixieren das mit einem Clip. So, wir schauen, ob hier alle Nahtkanten genau übereinander liegen. So, und wenn das der Fall ist, wenn uns das gut genug liegt, dann schneiden wir diese eine Seite ab. Wir schlagen 3 Seiten zurück und wir schneiden diesen eingetragenen Zipfel ab. Wir könnten ihn auch eher ausschneiden, dann würde er sich leichter schneiden lassen, dann würden sich aber die einzelnen Stofflagen schwerer aufeinander legen lassen. Also möchte ich gerne erst diese beiden äußeren Seiten gefasst haben, bevor ich das zurückschlage. So schaut das Ganze nun aus. Und nun steppen wir einmal unsere Nahtlinie ab. Wir haben unsere Viertel-Inch-Linie, wir haben unser Viertel-Inch-Füßchen und wir steppen beide Seiten ab.
Entweder Füßchen weit, wenn wir ein Viertel-Inch Füßchen verwenden, oder aber wir steppen auf der eingezeichneten Nahtlinie. Und so schaut unsere fertige Nähte-Ecke aus. Auch hier schneiden wir einmal großzügig zurück. Jetzt ziemlich nah an eure Kanten, damit später diese Ecken hier nicht zu kräftig werden. So schaut das Ganze aus und nun möchten wir das einmal wenden. Das heißt, unsere zurückgeschnittene Stelle nehmen wir und schlagen sie einmal nach oben und dann sehen wir schon hier diese fertige zweite Kante. Und diese Kante nehmen wir und die ziehen wir einfach mal hervor. Auf beiden Seiten. So. Diese zweiten Seiten, die formen wir noch aus. Und dieses Ergebnis schlagen wir nun einmal mit der Spitze nach innen. Auch das formen wir aus. So, meine Binding-Ecke habe ich gebügelt und meine gebügelte Binding-Ecke schiebe ich nun einmal über die Ecke meiner Patchwork-Arbeit. So schaut das Ganze aus. Und wir nähen einmal nur diesen Bogen. Wir nähen das nicht komplett zu. Wir nähen nur einmal diesen Bogen. Ich habe meine Stichweite 2 eingestellt. Und so schaut eure fertige Ecke dann aus. Bei der Ecke haben wir nur die Mitte festgenäht, sodass wir hingehen können und wir können auf der Rückseite durch diese Öffnung noch einen Stock einsetzen, um das Ganze dann zu nutzen, um unsere Quilte aufzuhängen. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Patchen und Quilten und beim Binding mit solchen Ecken. Habt eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten und auf geht's zur nächsten Ecke.